Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diesen exquisiten Pullover für euch entworfen und gehäkelt. Die geometrische Anordnung der Farben und der mit Perlen verzierte Kragen machen ihn zu einem auffallenden Hingucker. Das Waschen im Wollwaschgang mit Wollwaschmittel bei 30 Grad haben die Perlen völlig problemlos überstanden. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis Größe 50. Bei Bedarf kann dieses Modell aber auch problemlos etwas kleiner oder größer gehäkelt werden, da die Grundform nur aus 2 Quadraten besteht, die dann mit einem Bündchen versehen werden. Die Maßangaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diesen Pullover verwende ich zum einen die Lollipop von Gründel. So ein Knäuel hat 150 Gramm und 240 Meter Lauflänge. Er besteht zu 100% aus Polyacryl und das ist die Farbe 02. Und zum anderen verwende ich die Shetland von Gründel. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 170 Meter Lauflänge. Sie passen also von der Lauflänge her gut zusammen. Und das ist die Farbe 03 und die besteht zu 80% aus Polyacryl und zu 20% aus Wolle. Und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5. Und ich beginne mit der Lollipop. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle in den Ring weitere 2 Stäbchen. Ich häkle 2 Luftmaschen, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. Ich häkle über den Faden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Ich häkle wieder 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Ring. Noch einmal 2 Luftmaschen und ein 4. Mal 3 Stäbchen in den Ring. Wir haben jetzt 4 Kanten und bisher 3 Ecken. Die 4. Ecke mache ich ein bisschen anders. Ich schließe mit einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens
und somit haben wir auch hier eine schöne Ecke. Jede Reihe beginnt ab jetzt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Ecke. Das ist eine halbe Ecke, die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Jetzt häkeln wir auf die 3 Stäbchen der Vorreihe jeweils ein Stäbchen drauf, also wieder 3 Stäbchen und dann 2 Stäbchen in die Lücke. Somit haben wir jetzt 7 Stäbchen und diese 7 Stäbchen brauchen wir auf allen 4 Kanten. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Ecke. Jeweils ein Stäbchen auf die 3 vorhandenen Stäbchen. Und 2 Stäbchen in die Lücke. Somit haben wir auch hier 7 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, jeweils ein Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen, zwei Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen auf die vorhandenen Stäbchen und auch am Ende der Runde müssen noch 2 Stäbchen in die Lücke. Das ist die zweite Hälfte der Ecke, die dürfen wir nicht vergessen. Auch hier müssen 7 Stäbchen sein. Und wir schließen wieder mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und im Prinzip geht es jetzt immer gleich weiter. Pro Runde kommen 4 Stäbchen pro Kante hinzu. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir als Basis 7 Stäbchen, da häkeln wir jeweils ein Stäbchen auf jedes vorhandene Stäbchen. Und 2 Stäbchen in die Lücke und es ergeben sich 11 Stäbchen pro Kante. Immer 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, die Stäbchen der Vorrunde abhäkeln. Die Ecke besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, alles in dieselbe Lücke. Dann die Stäbchen der Vorrunde abhäkeln. Und wir erhalten auf jeder Kante in dieser Runde 11 Stäbchen. Die Zahlen müssen immer passen. Wir kommen zur letzten Kante
Ganz wichtig, am Ende der Runde noch 2 Stäbchen in die Lücke und wir schließen immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und diese Reihe wird nun sinngemäß immer wiederholt. Pro Runde kommen pro Kante 4 Stäbchen dazu und immer auf allen 4 Kanten müssen gleich viele Stäbchen sein. Und das machen wir, bis das Quadrat in der Diagonale gemessen das angegebene Maß erreicht hat. Das Maß schreibe ich euch für eure Größe oben in die Ecke. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 4042 in der Diagonale gemessen ca. 57 cm erreicht. Das ist genug für meine Größe und ich häkle jetzt eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Im nächsten Schritt müssen wir diese 4 Ecken mit der hellblauen Wolle vervollständigen. Ich werde eine Ecke vorbereiten, um zu sehen, wie wir es am besten machen können. Und die nächste Ecke machen wir dann gemeinsam und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wie besprochen ein Dreieck dran gehäkelt, also eine Ecke vervollständigt. Alle Ecken funktionieren genau gleich. Die zweite machen wir jetzt gemeinsam. Ihr schlingt einfach in einer Ecke neu an, holt den Faden durch, macht einen Knoten, sticht noch einmal in die Ecke ein, holt den Faden durch und häkelt 3 Luftmaschen. Und dann häkeln wir über die nächsten 3 Maschenköpfe 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, in den nächsten Maschenkopf einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, in den dritten Maschenkopf einstechen, den Faden durchholen. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und jetzt häkeln wir auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, bis wir beinahe bei der nächsten Ecke sind und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe noch 3 Maschenköpfe übrig vor der Lücke. Hier häkeln wir wieder 3 zusammen abgemaschte Stäbchen über die letzten 3 Maschenköpfe und dann häkeln wir ein Stäbchen in die Lücke. Wir haben ja auch mit einem Ersatzstäbchen begonnen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln wieder über die nächsten 3 Maschenköpfe 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und dann häkeln wir wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe so lange gehäkelt, bis noch 3 Maschenköpfe und das Ersatzstäbchen übrig sind. Über diese 3 Maschenköpfe häkeln wir 3 zusammen abgemaschte Stäbchen
Und nicht vergessen, in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir noch ein Randstäbchen und es muss unbedingt die dritte Luftmasche sein. Nicht weiter unten einstechen, sonst wird der Rand zu kurz. Wir wenden, ich zeige euch die Reihe ein weiteres Mal. Wir starten mit 3 Luftmaschen und macht die Luftmaschen nicht winzig klein, damit ihr nachher schön in die dritte Luftmasche einstechen könnt. Über die nächsten 3 Maschenköpfe häkeln wir 3 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann häkeln wir wieder hinüber und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Hier seht ihr wieder 3 Maschenköpfe und das Ersatzstäbchen. Wir häkeln über die 3 Maschenköpfe 3 zusammen abgemaschte Stäbchen und am Ende in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens ein Randstäbchen. Und diese Reihe wird nun stets wiederholt, bis ihr inklusive Ersatzstäbchen nur noch 5 Maschenköpfe übrig habt. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe so oft wiederholt. Wir haben jetzt hier am Anfang der Reihe das Ersatzstäbchen, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, ein Stäbchen nur noch zwischen den Abnahmen, dann wieder 3 zusammen abgemaschte Stäbchen und das Randstäbchen, das heißt inklusive Ersatzstäbchen haben wir noch 5 Maschenköpfe. Wir wenden wieder und jetzt machen wir das so. Wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln dann 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das letzte kommt in die dritte Luftmasche. Dann maschen wir alle Fäden gemeinsam ab, häkeln eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn durch. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe jetzt 2 Ecken vervollständigt, ihr habt eines und die anderen funktionieren genau gleich. Immer in der Lücke beginnen und am Ende haben wir wieder ein Quadrat und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Ecken vervollständigt. Ich befinde mich im Moment auf der Rückseite und zwar, weil ich hier eine gerade Anzahl an Reihen habe. Ich musste hier die Arbeit wenden. Wenn ihr euch schon auf der schönen Seite befindet, müsst ihr nicht wenden, sondern ihr häkelt dann einfach hier weiter. Ich wende das Ganze und häkle so weiter. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und ich häkle um die Randstäbchen herum und ich häkle abwechselnd 3 Stäbchen in die Lücke und dann 2 Stäbchen in die Lücke. Dann wieder 3 Stäbchen und dann wieder 2 Stäbchen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe, auch in der Mitte, in diese Lücke, je nachdem 2 oder 3 Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Wir brauchen inklusive Ersatzstäbchen
über die gesamte Reihe eine gerade Maschenzahl. Das heißt, ihr müsst jetzt am Ende der Reihe schauen, dass ihr auf eine gerade Zahl kommt. Ich habe jetzt bis hierher zum Beispiel 74 Stäbchen und wir brauchen hier in der Ecke auch noch Stäbchen und je nachdem, ob ihr eine gerade oder eine ungerade Zahl im Moment habt, häkelt ihr in die Ecke 1 oder 2 Stäbchen. Ich brauche noch 2 Stäbchen, damit ich insgesamt eine gerade Zahl habe. Das brauchen wir für die nachfolgenden Musterreihen. Wir wenden die Arbeit. Ich starte ab jetzt mit 2 Luftmaschen, die zählen als Randstäbchen und ich häkle jetzt abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und eins von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne heißt, wir häkeln nicht in den Kopf der Masche, sondern wir stechen vor dem Stäbchen ein und hinten durch und vorne wieder heraus, holen den Faden durch und häkeln das Stäbchen zu Ende. Und ein Reliefstäbchen von hinten heißt, dass wir von hinten nach vorne stechen, um das Stäbchen herum und wieder nach hinten. Wir holen den Faden durch und häkeln das Stäbchen zu Ende. Immer abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe hier das letzte Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. Dann müssen 2 Stäbchen übrig bleiben, ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen. Die Reihe endet also mit einem Reliefstäbchen von hinten und dann häkeln wir um dieses Ersatzstäbchen in die Lücke hinein ein gewöhnliches Stäbchen. Das ist unser Randstäbchen. Hier müsst ihr keine Luftmasche suchen, es genügt einfach ein Stäbchen in die letzte Lücke. Wir wenden die Arbeit und alle Reihen sind jetzt vollkommen identisch. Wir starten mit 2 Luftmaschen und beginnen dann immer mit einem Reliefstäbchen von vorne, dann ein Reliefstäbchen von hinten und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Ich habe hier das letzte Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. 2 Stäbchen müssen noch übrig sein. Davon häkeln wir zuerst ein Reliefstäbchen von hinten und um das Ersatzstäbchen in diese Lücke häkeln wir unser Randstäbchen. Und diese Reihe wiederholt ihr so lange, bis der Bund die gewünschte Breite erreicht hat. Schaut, wie lang ihr den Pullover haben wollt. Mit dem Bündchen könnt ihr die Gesamtlänge beeinflussen. Ich werde den Bund ca. 8 cm breit häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Bund ca. 8 cm breit gehäkelt und jetzt brauchen wir ein zweites völlig identisches Teil, also wieder mit dem Quadrat beginnen, dann die Ecken vervollständigen und zum Schluss den Bund dran häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt. Ich habe schon einmal ein paar Fäden vernäht in der Zwischenzeit und ich habe die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist, und ich habe von der Mitte aus ca. 15 cm in beide Richtungen gemessen, und hier schließen wir jetzt die Schulternähte. Es sollte also für den Halsausschnitt ca. 30 cm offen bleiben. Ich steche in der Ecke durch diese 5er-Gruppen durch, hole den Faden durch, mache einen Knoten. Ich steche in dieselbe Öffnung noch einmal ein, durch beide Teile durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann noch einmal durch dieselben Öffnungen durch eine feste Masche. Und dann häkle ich um die Randstäbchen herum. Hier müsst ihr schauen, dass Reihe für Reihe genau zusammenpasst. Jeweils 3 feste Maschen pro Lücke. Und das mache ich bis zu dieser Klammer. Auf der anderen Seite fangt ihr wieder von außen nach innen an mit der Naht und schließt genau gleich viele Reihen sozusagen wie auf dieser Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Auf der schönen Seite sieht das so aus und ich beginne ganz nah an der Schulternaht und hole den Faden durch, mache einen Knoten am rechten Rand der Lücke. Ich steche in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und häkle weitere 2 Stäbchen in die Lücke und häkle in jede Lücke 3 Stäbchen. Bei der Schulternaht müsst ihr schauen, dass kein Loch entsteht, und hier in die Lücke in der Mitte würde ich nur 2 Stäbchen häkeln. Wir brauchen keine bestimmte Maschenzahl. Einfach lauter Stäbchen einmal rundherum, bis wir wieder hier ankommen, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und wir schließen die Runde immer mit einer Kettmasche in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens. Starten wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Und ich mache den Kragen genau 10 Reihen hoch. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen 10 Reihen hochgehäkelt. Am Ende habe ich eine Luftmasche gemacht und ein längeres Stück Faden dran gelassen. Damit können wir dann im Anschluss zumindest ein Stück des Kragens innen umnähen. Und jetzt mache ich Folgendes: In der 3. Reihe von unten nähe ich Perlen auf. Dazu suche ich mir den runden Übergang und die 3. Reihe, und um dieses Stäbchen herum ziehe ich einen Faden durch mit der Nadel. Der Faden muss
um den ganzen Kragen herum reichen und noch ein Stück mehr natürlich zum Vernähen. Hier mache ich einen ordentlichen Knoten hinein und steche dann nach vorne durch. Wie gesagt, in der dritten Reihe von unten. Dann steche ich einmal hinunter und einmal herauf, fädle eine Holzperle ein, überspringe hier ein Stäbchen, steche hinunter, hinauf, hinunter, hinauf und fädle die nächste Perle ein. Überspringe wieder dieses Stäbchen, wo die Perle liegt, steche hinunter, hinauf, hinunter, hinauf. Und das mache ich einmal rundherum. Es kann sein, dass es sich nicht ganz genau ausgeht. Das regelt ihr dann am Schluss mit einem größeren oder einem kleineren Abstand. Und wenn ich rundherum gekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ich steche nach innen durch und verknote diesen Faden mit dem Faden des Beginns und die könnt ihr dann noch vernähen, damit das ganz sicher nicht mehr aufgeht. Und jetzt werde ich den Pullover umdrehen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den ganzen Pullover umgedreht. Die Innenseite ist jetzt im Moment außen. Jetzt stülpe ich den Kragen um und nähe ihn mit Überwändelungsstichen schön innen an. Ihr braucht hier nicht sehr feste Stiche zu machen. Es genügt, wenn der Kragen einfach lose befestigt ist. Und wenn ihr das gemacht habt, werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen in der Zwischenzeit nach innen umgenäht und ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe ihn hier direkt dran gehäkelt. Er wird nach unten hin schmaler und am Ende habe ich wieder einen Bund dran gemacht. Hier habe ich nur Stäbchen gemacht. Die Länge des Ärmels ist bei mir ca. 45 cm gesamt. Das kann bei euch ein bisschen anders sein. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und jetzt machen wir gemeinsam den zweiten Ärmel. Ich befinde mich auf der schönen Seite des Pullovers und ich habe hier für meine Größe von der Schulternaht in beide Richtungen ca. 25 cm hinunter gemessen. Die anderen Maße schreibe ich euch oben hin und hier habe ich einen Maschenmarkierer gesetzt. Das könnt ihr gleich auf beiden Seiten machen und wenn wir jetzt die erste Reihe Stäbchen aufnehmen, notiert euch am besten die Maschenzahl, damit der zweite Ärmel genau gleich wird. Ich starte hier in einer Lücke. Schlinge hier neu an. Am rechten Rand der Lücke
Ich hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und ich häkle in jede Lücke 3 Stäbchen, also um jedes Randstäbchen herum 3 Stäbchen. Und bei der Schulternaht eventuell eins mehr machen. Schaut, dass kein Loch entsteht und schaut, dass ihr auf beiden Seiten der Schulternaht gleich viele Stäbchen aufnehmt. Es braucht keine bestimmte Maschenzahl. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin auf der anderen Seite angekommen und ich wende die Arbeit und ich mache das so: am Anfang der Reihe häkle ich 3 Luftmaschen und ich häkle alle Maschen wieder zurück bis zum Reihenende, und immer am Reihenende machen wir eine Abnahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich häkle Stäbchen bis zum letzten schönen Maschenkopf und das Ersatzstäbchen, das aus diesen 3 Luftmaschen besteht, lasse ich frei. Das heißt, wir haben ein Stäbchen abgenommen, wir wenden die Arbeit und am Anfang der Reihe nehmen wir nicht ab, wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln wieder bis zum letzten schönen Maschenkopf und dort sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück. Ich lasse am Ende der Reihe wieder das Ersatzstäbchen frei und auf diese Weise erhalten wir in jeder Reihe ein Stäbchen weniger, und zwar einmal auf dieser Seite und einmal auf der anderen Seite. Und ich würde den Ärmel ca. 40 cm hinunter häkeln auf diese Weise, dann eine Anprobe machen und die endgültige Länge könnt ihr dann mit dem Bündchen bestimmen. Und bevor wir mit dem Bündchen beginnen, sollten wir eine gerade Anzahl an Stäbchen haben. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel ca. 40 cm hinunter gehäkelt. Wie gesagt, die endgültige Länge bestimmen wir mit dem Bund und den machen wir gleich wie vorhin beim Pullover. Wir häkeln ab jetzt am Anfang der Reihe 2 Luftmaschen und dann immer abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Ich werde den Bund für mich ca. 5 cm breit machen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir gemeinsam die Ärmel und die Seitennaht schließen. Willkommen zurück. Ich habe den Bund beim Ärmel dran gehäkelt. Ich habe den Pullover umgedreht, sodass die Innenseite im Moment außen ist, und ich habe für die Nähte folgende Vorbereitungen getroffen. Ich habe einige Klammern gesetzt, und zwar ganz wichtig an den strategisch wichtigen Stellen. Hier genau schauen, wo der Ärmel aufhört und die Seitennaht beginnt. Hier, wo die Grannies zusammenkommen, habt ihr wieder einen Punkt, der genau passen muss, und auch hier der Übergang zum Bund muss genau passen, und ich mache das so: ich häkle eine Luftmasche und häkle dann hier beim Bund und beim Ärmel häkle ich immer 2 feste Maschen um die Randstäbchen herum, und wie gesagt, achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Also wie gesagt, hier beim Ärmel
immer 2 feste Maschen um die Randstäbchen bis hier unter dem Arm. Bei den Seitennähten mache ich 3 feste Maschen pro Randstäbchen und beim Bund wieder 2 pro Randstäbchen. Und wenn ihr die Naht geschlossen habt, müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und dann ist unser toller Pullover fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses exquisiten Pullovers und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.